Wir sind betroffen und wir sehen, wie stark sich diese organisierte Kriminalität, die mit dem Drogenhandel einhergeht, auswirken kann. Jugendliche von den Schulhöfen rekrutiert werden, um im Hafen Kokain zu bergen. Die jüngste Tatverdächtige, der nachts erwischt wurde im Hafen, war 11 Jahre alt. Und in den letzten Jahren ist auch immer deutlicher geworden, dass wir diesen Kampf gegen den Drogenhandel, gegen die organisierte Kriminalität nicht für uns selber führen können. Es ist kein Geheimnis, dass Hamburgs Rotlicht- und Vergnügungsviertel rund um die Reeperbahn aufgrund seiner geografischen Nähe enge Verbindung zur organisierten Kriminalität im Hafen hat. Reeperbahn TV hat es sogar aus erster Hand bestätigt bekommen. Hafenkriminalität, Rotlichtviertel, gibt es da eine bestimmte Beziehung zwischen den beiden? Ja, in der Tat haben wir festgestellt, dass auch Gruppierungen aus dem Rotlichtmilieu aktiv sind im Drogenhandel natürlich, aber eben auch aktiv im Hafen sind. Jetzt hat die Politik die Kampfansage angekündigt. Moin und willkommen zu meinem Kanal Reeperbahn TV. Letzte Woche war ich bei einer Pressekonferenz der Polizei dabei und habe einiges über den Drogenhandel im Hafen erfahren. Nun möchte ich meine Erfahrung weitergeben, allerdings gekürzt, ohne Wiederholung und so, dass der Inhalt leicht zu verstehen ist. Also mit Frage und Antwort. Was sind die Gefahren für die Bevölkerung? In Hamburg haben wir bisher nicht so stark im Zentrum dieser Entwicklung gestanden, aber wir merken, dass auch hier der Druck deutlich zunimmt. Das hat auch damit zu tun, dass Europa insgesamt als Absatzmarkt für Kokain die attraktivste Region weltweit geworden ist, auch die wirtschaftlich wichtigste, die USA lange abgelöst hat und entsprechend intensiv man hier auch unterwegs ist. Wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Es ist eine sehr gefährliche Bedrohung, mit der wir es zu tun haben im Hafen, für die Betriebe, für die Mitarbeitenden, aber auch für unsere Stadt. Sehr weit entwickelte, hochprofessionelle, international aufgestellte Akteure der organisierten Kriminalität. Wohin das führen kann, haben wir nochmal eindringlich geschildert bekommen letzte Woche in Berlin, wo der Bürgermeister von Rotterdam nochmal dargestellt hat, dass dort inzwischen Jugendliche von den Schulhöfen rekrutiert werden, um im Hafen Kokain zu bergen. Die jüngste Tatverdächtige, der nachts erwischt wurde im Hafen, war 11 Jahre alt. Wovon hängt der Schmuggel ab? Drogenhandel nur funktioniert, wenn man auch Innentäter, wie die Polizei fachlich sagt, hat. Also diejenigen in den Terminalgesellschaften, bei den Reedereien, möglicherweise auch in anderen Einheiten im Hafen, die mit den Drogenkartellen kooperieren. Was sind die Gefahren für die Beschäftigten? Es ist unser Ziel, damit zu warnen und zu sensibilisieren. Jede und jeder, der im Hafen arbeitet, kann in das Visier der internationalen Drogeneinfuhrschmuggler geraten. Es kann sich aber auch auf die Betroffenen sehr dramatisch auswirken, denn wer einmal den kleinen Finger den organisierten Kriminellen gereicht hat, der wird möglicherweise erleben, dass sie die ganze Hand, die ganze Person, die ganze Familie alle mit hineinziehen in dieses Elend, das sich aus dieser organisierten Kriminalität ergibt. Ganz entscheidend, wie gehen alle Beteiligten gegen diese Problematik vor? Wir haben im LKA Hamburg gemeinsam mit dem Zollfahndungsamt Hamburg die Vorgehensweisen der organisierten Kriminalität in den letzten Jahren sehr genau untersucht, dabei auch die sogenannten EncroChat-Daten genutzt. Und wir haben ein ganz klares Bild erhalten. Sie haben es auch schon gehört. Ohne die Hilfe der Hafeninnentäter, die sogenannte Tür im Hafen, bekommen die Kriminellen die Drogen nicht aus dem Hafen heraus. Diese Tür zu schließen ist deshalb ein ganz wichtiger Baustein im Kampf gegen den Drogeneinfuhrschmuggel. Wir haben immer schon
um hier erfolgreich zu sein, mit Partnern zusammengearbeitet. Es gibt die gemeinsame Ermittlungsgruppe des Hamburger LKA und des Zolls schon ganz lange in diesem Bereich. Die arbeitet auch sehr erfolgreich. Wir haben auch in der Vergangenheit erfolgreiche Verfahren geführt, auch schon gegen Hafeninnentäter. Und haben aber im letzten Herbst nochmal einen neuen Anlauf genommen, haben eingeladen zu einer Hafensicherheitskonferenz, haben mit allen Akteuren, um die es hier geht, das heißt allen Sicherheitsverantwortlichen in Hamburg, aber auch der Hafenwirtschaft, die Reedereien, HPA, unsere eigene Wirtschaftsbehörde, aber eben auch das Bundeskriminalamt, das Bundesinnenministerium, das Bundesfinanzministerium, der Zoll, alle mit an einen Tisch geholt und haben uns verpflichtet, in einer Allianz sicherer Hafen in Hamburg noch besser, noch enger zusammenzuarbeiten, um dieser Herausforderung so schlagkräftig und so geschlossen und so gemeinschaftlich, wie es irgendwie geht, zu begegnen. Denn anders werden wir keinen Erfolg haben. Dieses Projekt des Bundeskriminalamtes, des Zollkriminalamtes und der Landeskriminalämter Hamburg, Bremen und Niedersachsen läuft, unterstützt von der EU seit Anfang 2023. Und in diesem Projekt, die Abkürzung INOC steht für Infiltration der Nordseehäfen durch OK-Strukturen, ist ein Kernbaustein auch die Prävention. Es geht also von zwei Seiten, wenn Sie so wollen, einmal Allianz sicherer Hafen, hier von Hamburg aus initiiert, und Projekt INOC, an dem Hamburg auch schon die ganze Zeit beteiligt war, immer um das Gleiche, nämlich die Prävention. Wir brauchen Kooperationen zwischen den verschiedenen Akteuren im Hafen. Wir brauchen die Kooperation mit den anderen Häfen, die Geschlossenheit mit der Bundesebene. Eine wichtige Facette ist die Kooperation mit den Herkunftsländern der Drogen. Wir waren in Südamerika vor einigen Monaten, weil wenn man so will, die Arbeitsteilung der internationalen Drogenkriminalität darin besteht, dass die Anbauländer, die Transitländer in Südamerika und die Zielhäfen in Europa in den kriminellen Strukturen sozusagen vernetzt werden. Und so international wie diese kriminelle Logistik organisiert wird, so international und vernetzt, müssen wir auch dagegen vorgehen. Damit der Drogeneinfuhrschmuggel wirklich wirksam bekämpft werden kann, braucht es gerade auch im Feld der Prävention den Schulterschluss mit den Unternehmen im Hafen. Die Reedereien, Terminalbetreiber, Logistikfirmen und Personaldienstleister nehmen nach unseren Erfahrungen dieses Problem sehr ernst. Wir stoßen da auf offene Türen. Und sie haben es sich zum Ziel gesetzt, ihre Mitarbeiter, aber auch die Arbeitsabläufe bestmöglich vor den Einflussnahmen durch organisierte Kriminalität zu schützen. Und hier ergänzt unsere Präventionskampagne diese Bemühungen durch die schon erwähnten Informationsveranstaltungen, aber auch durch Beratung, zum Beispiel bei eigenen Awareness-Kampagnen, insbesondere bei den großen Firmen. Sag mal, du arbeitest doch im Hafen bei der Frucht, ne? Ja. Dann sollten wir uns mal unterhalten. Darum zielt unsere Präventionskampagne auch auf potenzielle Hafeninnentäter ab. Der erste Schritt in den Drogensumpf sieht häufig auch gar nicht so bedrohlich aus, wie wir das gerade eben im Film gesehen haben. Häufig wird am Anfang ganz freundlich Vertrauen aufgebaut. Beim sogenannten Anfüttern werden dann erst einmal Beziehungen gefestigt, ganz unverfänglich. Aber natürlich fließt auch Geld, manchmal auch sehr viel Geld. So entsteht bei den Betroffenen dann das Gefühl der Abhängigkeit, etwas zurückgeben zu müssen. Und die Gegenleistungen, die am Anfang erwartet werden, sind im Vergleich zu den gezahlten Summen häufig sehr gering. Also auch das wirkt erstmal unverfänglich. Da wird vielleicht nur ein Foto von einem Container auf dem Terminal erwartet. Oder aber es geht um Auskünfte aus dem IT-System der Firma. Wer allerdings nicht schon am Anfang sehr vorsichtig ist bei der Wahl seiner neuen Freunde und solche merkwürdigen Nachfragen ganz klar zurückweist, für den besteht die Gefahr, dass er sich dann bald in einem Albtraum aus Drohung und Gewalt wiederfindet, wenn immer mehr und mehr von ihm gefordert wird. Mit der Awareness-Kampagne wollen wir also potenziell Betroffene für diese große Gefahr sensibilisieren. Dann besteht die Möglichkeit,
sich schon einmal Gedanken zu machen, ob man zum Beispiel bei seinem eigenen Auftritt in den sozialen Medien wirklich ein Foto posten sollte, was die eigene Arbeitsstätte im Hafen zeigt, insbesondere wenn sie am Quai der Südamerika-Linie liegt. Man kann sich auch darüber Gedanken machen, ob man in seinem Sportstudio, in dem auch sehr kräftige Herren aus dem Rotlichtmilieu trainieren, viel von seiner Arbeit im Hafen erzählen sollte. Es geht also um die aktive Beschäftigung mit diesem Thema und es hilft, damit Betroffene sich dann auch vorbereiten können, wenn tatsächlich die OK-Kriminalität anklopft. Und häufig tut sie das gar nicht in Person, also als der große, böse Unbekannte, sondern es kann auch ein alter Schulfreund sein, der sich plötzlich wieder meldet und großes Interesse zeigt. Oder ein flüchtiger Bekannter aus dem Fußballverein ist außergewöhnlich detailreich an der Arbeit im Hafen interessiert. Möglicherweise aber auch ein langjähriger und vertrauter Arbeitskollege, der dann diesen ersten Schritt, den ersten Kontakt zu kriminellen Strukturen aufbaut. Die Botschaft an die Beschäftigten im Hafen: Haltet euch fern von dieser Art von Kriminalität. Gebt Hinweise, wenn ihr etwas mitbekommt. Es schützt euch selbst, es schützt unseren Hafen und es schützt unsere Stadtgesellschaft, wenn wir nicht den Fehler machen, in diese kriminellen Strukturen hineinzugehen, sondern wenn wir alles tun, um diese Strukturen zu bekämpfen. Frühzeitigen Kooperationen mit den Behörden kann er Strafmilderung oder sogar Straffreiheit erlangen. Und die Polizei kann in solchen Fällen, zum Beispiel mit Zeugenschutzmaßnahmen, den Betroffenen, aber auch seine Familie vor Zugriffen durch kriminelle Gewalttäter schützen. Das anonyme Hinweisportal wird durch das LKA Hamburg zukünftig im gemeinsamen Hafensicherheitszentrum von Zoll und Polizei sowie der Hamburg Port Authority betreut. Und ab heute sind wir mit dem Film, den Sie gerade eben gesehen haben, mit den Plakaten, die hier ausgestellt sind, aber auch mit Flyern und Postkarten in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten sozusagen auf allen Kanälen in der Öffentlichkeit, vor allem aber im Hafen, absolut sichtbar mit der Botschaft: Sag Nein, schütze dich und deine Familie. Auch wichtig, um wie viele Täter handelt es sich denn? Also wir haben ein Hellfeld aus unseren Ermittlungsverfahren, wo wir Hafeninnentäter kennengelernt haben, wenn Sie so wollen. Einige dieser Verfahren sind vor Gericht, einige dieser Verfahren werden noch polizeilich betrieben und da reden wir nicht über dreistellige Größenordnung. Das sind wir eher im niedrigen zweistelligen Bereich. Es gibt aber, und das darf man ja ganz sicher annehmen, ein großes Dunkelfeld. Und speziell an diese Personen wenden wir uns natürlich auch mit dieser Kampagne. Wenn du das Video nützlich gefunden hast und mehr über Hamburgs Rotlichtunvergnügungsviertel erfahren möchtest, dann bitte klick auf den Like-Knopf oder überleg mal, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.